Hallo, ich bin der David von Wurmkiste.at und ich zeige euch jetzt den Urban Worm Bag. Der Urban Worm Bag ist die Alternative zum Komposthaufen, den was man innen aufstellen kann. Man kann ihn draußen aufstellen, wenn er geschützt ist. Und er verwertet bis zu 2 Kilo Biomüll täglich, was nicht nur für Familien ist oder für Gartenbesitzer super ist, sondern auch für Leute, die was eine Gastronomie haben oder ein Kaffeehaus haben. Das Beste ist, man kann von unten ganz einfach die Erde rausholen. Und in dem Video geht es jetzt darum, wie baut man auf, wie startet man und die Würmer warten auch schon und los geht's. So, jetzt stecken wir mal eine Seite zusammen. Das heißt, wir haben 4 Ecken. Somit haben wir die ersten Teil fertig, den was wir unten hinstellen werden. So, und jetzt kommt die Stange und einmal durch, die erste. Dann auch wieder das Verbindungsstück da drauf pressen. Die nächste Stange hinein. Wieder zuziehen. Dann die nächste. Eins, 2, so, und jetzt kommt der da oben drauf. Jetzt ist nur wichtig, dass man einfach nochmal die ganzen Verbindungen gut zusammenpresst. Das heißt, man kann das nochmal dass das auch wirklich gut passt. So, der Urban Worm Bag ist jetzt soweit zusammengebaut. Jetzt geht es um die Betriebsanleitung und in der Betriebsanleitung steht eigentlich alles drinnen, was man dazu wissen sollte. Das heißt, unbedingt einmal durchlesen und aufheben. Da sind dann so Fragen drinnen, okay, was fressen die Würmer überhaupt, was fressen sie nicht, was macht man, wenn man auf Urlaub fährt, was ist, wenn Fruchtfliegen entstehen, was kann man dagegen tun und auch der ganze Ablauf für das ganze Jahr, wie das am besten klappt. So, jetzt machen wir den Urban Worm Bag auf. Jetzt ist er natürlich nur leer, wenn dann das Startsubstrat mit der Erde erinnern ist und den Würmern, dann ist das ungefähr so halb voll und anschließend kann man den Biomüll oben drauf geben. Und man muss sich jetzt so im vorstellen, dass die Würmer sind ja immer dort, wo der frische Biomüll ist, beziehungsweise wo das Futter ist. Das heißt, die sind immer in den obersten 10 bis 15 cm. Alles, was drunter ist, ist meistens schon verwerteter Wurmkompost und den kann man dann auch einfach ernten. Das läuft dann so ab, dass man da auf dieser Seite macht man auch den Reißverschluss auf und dann ist da die Kordel. Das heißt, man zieht da einfach ein bisschen entlang und holt dann, macht auf und fährt dann mit der Hand hinein und holt dann die fertige Erde raus. Wenn man das tendenziell kann man sagen, es ist nach 4 Monaten so das erste Mal, wo man das erste Mal machen kann. Man holt die Erde raus, wenn dann Würmer dabei sind, dann weiß man, dass das, was unten ist, noch nicht so weit verwertet worden ist. Das heißt, man lässt das dann wieder drinnen. Falls keine Würmer dabei sind, dann holt man es einfach raus. Und wenn man dann fertig ist mit dem Ernten, macht man wieder zu. Das kann sein, dass sich das ein bisschen ausbaucht. Das heißt, in dem Fall wäre es gut, wenn man zu zweit ist, dass eine Person hochdruckt und die andere Person fährt dann mit dem Reißverschluss wieder zu. Die Schnur geben wir hinein. Und so einfach ist es eigentlich. So, jetzt geht es ums
Startsubstrat für die Würmer, und zwar in der Anleitung steht genau drinnen, welches Substrat man da verwenden kann. Wir empfehlen Kokosblocks, ungedüngte Kokosblocks, ganz wichtig. Prinzipiell kann man 4 davon nehmen. Wir haben sehr viel Erde bei den Würmern, wenn wir sie verschicken, das heißt, wir können eigentlich sie einen sparen, wir nehmen nur 3 her. Ich gebe den Kokosblock da hinein, gebe das Wasser drauf, das braucht mehrere Stunden, bis das der so richtig aufgeht, und zeitgleich werde ich dann den Karton zerschneiden in kleine Stücke und auch dazugeben, das ist auch das erste Futter, wo die Würmer dann loslegen können. So, der Kokos ist jetzt aufgegangen, und zwar, ich habe es etwas unterschätzt, es sind 2 Kübeln geworden anstelle nur einem Kübel, wie am Anfang gedacht. Ist aber kein Problem, ist besser, wenn es mehr ist. Und den gebe ich jetzt in den Urban Warmbag hinein. Dazu kommen auch die Würmer mit der Erde, und wir können auch sofort darauf füttern. In der Anleitung steht, normalerweise sollte man ein bisschen warten, aber das ist zum Beispiel, wenn man Pferdemist hat oder andere Stoffe, da muss zum Beispiel der Urin noch ausgeschwemmt werden, da muss ja mikrobiologisch noch was aufbauen, aber nachdem im Kokos kein Urin drinnen ist und im Substrat, das was wir schon mitschicken, die mikrobiologische schon so weit aktiv ist, dass man sofort eigentlich den Biomüll draufgeben kann. Okay, dann legen wir los. So, jetzt kommt der erste Kübel Kokos rein. Unten ist natürlich zu. Dann haben wir da den zweiten Kübel noch. Das ist jetzt deutlich feuchter. Jetzt verteilen wir das ein bisschen. Brechen den Kokos noch einmal auf. Die Würmer werden dann auch in den Gängen vom Karton unterwegs sein. Dann kommen jetzt die Würmer rein. Das sind jetzt Kompostwürmer, und die können wir jetzt einfach so. So, da sehen wir jetzt einen Kokon, und zwar aus dem Kokon schlüpfen dann auch wieder 2, 3 Würmer aus. Das ist immer ein gutes Indiz, dass es den Würmern gut geht. Okay, jetzt kommt das Futter noch. Und zwar, das ist eigentlich so eine typische Ration, die was man da am Anfang einmal geben kann jeden Tag. Das heißt, wir haben da jetzt Kaffeesatz, wir haben Bananen, wir haben Zwiebeln, wir haben Gurken, wir haben auch etwas Papier und Karton. Und das geben wir jetzt einfach oben so drauf. Decken das dann im besten Fall auch noch mit Karton ein bisschen ab, damit es feucht bleibt. Und wir geben jetzt den Würmern einfach etwas Zeit, dass sie so migrieren können ins Substrat, und wir schauen dann morgen einfach nur mal rein. Jetzt machen wir dazu. Und wir haben da jetzt, glücklicherweise habe ich noch so eine Tasse gefunden, die habe ich drunter gelegt, weil das überschüssige Wasser, was noch im Kokos drinnen ist und was durch das aufeinander gelagert wird, jetzt rausgepresst wird, wandert da, tropft da jetzt hinein. Wir können das jetzt ein wenig aufmachen. Das dauert einfach. Das dauert wahrscheinlich nur 24 Stunden, bis das dann wirklich alles, die ganze Feuchtigkeit. So, wir haben jetzt einen super Standard für den Urban Warmbag und für mich gefunden. Und zwar, wir sind auf der Terrasse. Über uns ist ein bisschen ein Dachvorsprung, das heißt, es regnet nicht auf uns drauf. Es ist auch ein Obstbaum da, der was uns einen Schatten wirft. In der Früh kommt halt ein bisschen Sonne rein, aber das ist ja kein Problem. Und das kann man generell so sagen, dort wo man selbst den ganzen Tag lang aushalten kann, da steht dann so ein Wurmkompost auch perfekt. Was man natürlich im Winter macht, das ist natürlich eine andere Sache. Das heißt, im Winter sollte man dann am besten irgendwo in Garage oder in den Keller oder in eine Hütte oder ins Vorhaus stellen, wo er halt einfach nicht abfrieren kann. Weil umso kühler es wird, umso langsamer arbeiten die Würmer, und wir wollen ja im Winter auch weiter kompostieren, deshalb brauchen wir irgendwie angenehme Temperaturen. Das zweite Wichtige jetzt ganz am Anfang ist, dass die Würmer halten es nicht aus, wenn es zu trocken ist. Das heißt, wir sollten immer nachfeuchten. Dazu kann man dann einfach mit so einer Sprühflasche, macht man einfach auf und sprüht einfach richtig viel Wasser drauf, damit es einfach nicht austrocknen und den Biomüll einfach super verwerten können. Okay, das war es jetzt soweit zum Starten und so und zum Aufbauen.
Viel Spaß mit euren Würmern und euren Urban Warmbag. Ich hoffe, ihr habt einen Haufen Erde, die was ihr dann nutzen könnt im Garten oder für die Pflanzen, die was ihr am Balkon habt. Und bis zum nächsten Video. Danke, ciao!